Bitte sag nichts. Ich weiß, ich habe mich unmöglich benommen. Was war denn los? Mir ist auf einmal schlecht geworden und da wollte ich ganz schnell raus an die frische Luft. Warum hast du denn nicht Bescheid gesagt? Es ging alles so schnell. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht sofort aus dem Laden gehe, dann muss ich mich übergeben. Ist dir immer noch übel? Nein, ich bin noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber ansonsten ist alles wieder in Ordnung. Dann wird das Beste sein, du legst dich auf die Couch, ich mach dir eine große Kanne Kamillentee und besorg dir Zwieback. Nein, ich habe doch gesagt, es geht schon viel besser. Danke. Keine Widerrede. Der Kinderwagen hat ja noch ein bisschen Zeit. Komm erst mal wieder auf die Beine. Ja, danke. Bis dann. Das mit der Couch war ernst gemeint. Hm? Hier, trink. Das wird dir gut tun. Danke. Hier, guck mal. Ist das nicht süß? Das hängen wir übers Bett. Dann kriegt sie schöne Träume und die an den Kleinen kann sie sich rankuscheln, wenn ihr die Augen zufallen. Der ist wirklich süß. Und dann natürlich auch noch der Klassiker. Eine Rassel. Ihr habt ja wirklich an alles gedacht. Ist nicht zu viel? Überhaupt nicht. Da gibt's so tolle Sachen. Also, Lars hat mich richtig zurückhalten müssen, sonst hätte ich noch viel mehr gekauft. Ich verstehe nur nicht, warum du mir nicht Bescheid gesagt hast, dass dir schlecht geworden ist. Ich hätte dich doch im Taxi nach Hause fahren können. So war es mir einfach lieber. Aber ich möchte nicht, dass du in deinem Zustand alleine durch die Stadt läufst. Was da alles hätte passieren können. Ich glaube, es liegt an den Hormonen. Ich habe in letzter Zeit öfter das Bedürfnis, lieber allein zu sein. Ist so klar. Du bereitest dich auf die Geburt vor. Da brauchst du Ruhe. Dann hast du hoffentlich auch nichts dagegen, wenn wir eine Weile in getrennten Zimmern schlafen. Ich verstehe nicht, warum du plötzlich auf getrennte Zimmer bestehst. Susanne, das ist doch kein Zustand. Wenn ich mich nachts immer hin und her wälze, dann schläfst du doch genauso schlecht. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Wirklich nicht. Und außerdem, vielleicht hat es die Natur ja auch extra eingerichtet, damit wir uns auf die unruhigen Nächte vorbereiten, die uns bald bevorstehen werden. Siehst du, und deswegen sollten wir die ruhigen Nächte noch genießen, solange wir können. Was ist der wahre Grund? Das ist der wahre Grund. Kein Hintergedanke? Nein? Ist irgendwas in diesem Babyladen vorgefallen? Nein. Es geht um Lars. Nein. Es ist mir einfach lieber so. Bitte? Wenn du drauf bestehst? Du kannst ruhig sagen, wenn du lieber mit deinen Kollegen Pause machst. Nein, ich freue mich, dass du mich besuchst. Fachgespräche kann ich doch schließlich den ganzen Tag führen. Außerdem für meine schwangere Schwester, die augenscheinlich immer noch Beziehungsprobleme hat, da würde ich mir sogar einen ganzen Tag frei nehmen. Ach, merkt man mir das an? Wir kennen uns ja nur schon ein paar Jährchen. Also schieß los. Susanne und du, ihr versteht euch immer noch nicht wieder, oder? Wir geben uns beide große Mühe, unsere Ehe wieder in den Griff zu kriegen. Also nicht. Es ist alles total verfahren. Erst die Sache zwischen Lars und Susanne und dann mein Ausrutscher mit Friederike. Wollt ihr das denn alles überhaupt noch? Na klar. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles nicht mehr so ist wie früher. Ich liebe Susanne und sie liebt mich auch. Wir sagen es uns auch immer zu, aber Hast du denn mal mit Susanne gesprochen und ihr gesagt, wie du dich fühlst? Dass du alles so komisch findest? es ist es doch. Wir können gar nicht mehr offen miteinander reden. Es ist alles viel zu verkrampft. Naja, vielleicht ist ja genau das dein Problem. Du willst alles jetzt und sofort. Ach, ich bin zu ungeduldig? Also Vertrauen baut sich nicht von heute auf morgen wieder auf. Weißt du, wie es ist, mit einer Frau zusammenzuleben, bei der du dir nie sicher sein kannst, weil sie vielleicht eine ganz andere Liebe sucht? Du solltest dir nicht ganz so viele Gedanken machen, Carla. Vertrau Susanne doch einfach. Schalt mal für ein paar Tage deinen Kopf aus und du wirst sehen, die ganze Sache regelt sich von selbst. Ich glaube, es war nicht besonders taktvoll, Susanne zu bitten, dass wir in getrennten Betten schlafen. Du hast was? Oh Mann, Carla, kein Wunder, dass bei euch die Stimmung schlecht ist.
Hallo. Hallo. Ich habe uns was vom Thai mitgebracht. Danke, ich bringe nur das Bettzeug mit. Warst du so lange im Büro? Ich musste noch mal ins Auktionshaus wegen der Möbel, die heute aus London gekommen sind. Du hast sie aber nicht selber geschleppt, oder? Nein. Ist es wirklich in Ordnung für dich, wenn du im Gästezimmer schläfst? Es war so abgemacht. Ich will, dass du eins weißt. Dass ich in nächster Zeit alleine schlafen will. Das hat nichts mit dir zu tun. Das weiß ich doch. Vielleicht ist es ja sogar besser für uns 3. Susanne? Kannst du auch nicht schlafen? Kommst du mit? Ich hole nur meine Decke. Oh, die ist ja süß. Aber das Geld gebe ich dir zurück. Kommt nicht in Frage. Ich darf meinem Schwesterchen doch mal was kaufen. Bist du auch schon so aufgeregt wie ich? Na klar. Und Carla? Sie hat bestimmt eine Höllenangst vor der Geburt. Nee, eigentlich ist sie da ziemlich locker. Sie freut sich so, dass hier bald ein Baby schreien wird. Genau wie ich. Und es ist ein Meilenstein für uns und unsere Ehe. Ganz bestimmt. Hallo. Hi. Hallo. Was hast du denn da für Wälzer? Das sind alte Fotoalben von mir. Du warst bestimmt ein süßes Kind. Ja. Rate mal, warum sie mich Chubby nannten. Du warst pummelig? Hey, dein Englisch ist gar nicht schlecht. Hier, das ist meine Taufe. Ich habe den ganzen Gottesdienst über nur geschrien. Und als es dann zur Sache ging... Hast du tief und fest geschlafen? Das ist mein altes Kinderzimmer im Westflügel von Königsbrunn. Das ist eine schöne Wiege. Gibt's sie noch? Leider nicht. Ich habe schon sämtliche Dachböden absuchen lassen. Du warst echt ein süßes Kind. Und pflegeleicht, sagt man. So wird unsere Kleine auch. Und genauso hübsch wie die Mama. Grüß Arno von mir. Ja, mach ich. Tschüss. Ciao. Du siehst erschöpft aus. Nur ein bisschen. Du bist vorhin im Büro? Ja, langsam muss ich mich auf die Zeit vorbereiten, in der ich ausfalle. Hast du was zum Mittag gegessen? Nein, Gut, dann mache ich dir jetzt ein Brot und eine Kanne Tee. das ist nicht nötig, danke. Carla, du musst regelmäßig essen und trinken. Gerade in den letzten Wochen der Schwangerschaft ist das Susanne, wenn ich Hunger habe, dann kann ich mir Dann auch... kannst du dich auch von mir verwöhnen lassen. Also gut, dann hätte ich gerne ein Käsebrot mit Kresse und dazu einen Räubusch-Tee. Kommt sofort. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich nachher noch ins Krankenhaus muss zum CTG. Ja, dann könnte ich gleich den ganzen formellen Kram für die Entbindung erledigen. Ich müsste eigentlich arbeiten, aber bestimmt kann ein Kollege meine Schicht übernehmen. Ich schaffe das auch allein. Das weiß ich doch. Ich würde nur zu gerne mal wieder mitkommen und sehen, wie es der Kleinen geht. Also gut. Wollen wir gleich los?
Ich muss nur noch schnell meinen Mutterpass holen. Das erledige ich. Susanne, ich weiß überhaupt nicht, wo ich ihn hingelegt habe. Ich finde ihn schon. Du ruhst dich besser einen Moment aus. Der Tag war anstrengend genug für dich. Ich bin noch nicht schwer krank. Aber hochschwanger. Susanne, ich weiß, dass du das alles nur gut meinst. Dass du mich verwöhnen und entlasten willst. Aber sei mir nicht böse. Langsam geht mir das auf die Nerven. Bitte? Ja, es engt mich total ein und ich ertrag das nicht. Der Mutterpass war... Carla, ich habe nicht vor, dich irgendwie zu bevormunden oder zu kontrollieren. Ich möchte dich nur unterstützen. Mich einbringen. Wenn ich ansonsten schon nicht viel zu dieser Schwangerschaft beitragen konnte. Das belastet dich immer noch, dass du nie schwanger werden konntest. Susanne, du bist wichtig. Für mich. Für das Kind. Ohne dich hätte ich das alles doch überhaupt nicht durchgestanden. Und ohne dich würden wir jetzt auch keine wundervolle Tochter kriegen. Komm. Und es macht dir wirklich nichts aus, dass ich mitkomme? Nein. Ich freue mich. Wie war Ihr bisheriger Schwangerschaftsverlauf? Bestens. Ich hatte eine tolle Unterstützung. Wünschen Sie für Ihren stationären Aufenthalt ein Familienzimmer? Natürlich. Für 2 oder 3 Erwachsene? Für 2. Für dich und mich. Und Lars? Lars ist der Vater, aber ich möchte nicht, dass er bei der Geburt dabei ist. Er kann ab und zu vorbeikommen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles beantwortet. Dann kann es ja theoretisch losgehen. Musst du dich auch immer wieder zwicken, weil du es nicht glauben kannst? Unser größter Wunsch geht bald in Erfüllung. Das kommt mir immer noch wie ein Wunder vor. Liegen Sie bequem? Ich schon. Aber die Kleine fängt bestimmt gleich wieder an zu treten. Bald haben Sie beides ja geschafft. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob die Kleine sich noch wohlfühlt. Wie geht es dem Baby? Bestens, danke. Möchtest du mal sehen? Die neueste Aufnahme der Kleinen. Dabei verstehe ich eigentlich was von abstrakter Kunst. Also das ist ja wohl völlig klar. Hier die Augen, die Nase, der Mund. Ja, jetzt wo du sagst. Also die Nase hättest du auf den ersten Blick erkennen müssen. Lars, möchtest du dich nicht setzen? Ja, Ja, mach das. darf ich? Und, was sagt die Ärztin? Alles wunderbar. In ein paar Wochen ist es soweit. Ich bin tierisch nervös. Die Geburt meines ersten Kindes. Bevor du dir falsche Hoffnung machst. Ich wäre mit Susanne bei der Geburt gern allein. Ich weiß sowieso nicht, ob meine Nerven das im Kreissaal mitmachen würden. Ich warte einfach draußen, bis alles vorbei ist. Also ehrlich gesagt, hätten wir es beide lieber, wenn du zu Hause wartest. Ja, wenn ihr meint. Du bist der Erste, den wir anrufen. Bibi hat von Anfang an 3 Elternteile, die sie unbedingt verwöhnen wollen. Meine kleine Prinzessin soll von Anfang an wissen, dass ihr die Welt zu Füßen liegt. Entschuldigt mich bitte. Ist dir nicht gut? Nein, alles in Ordnung. Ich muss nur noch mal zu Sarah. Ich habe Vater versprochen, dass ich sie persönlich zu unserem Essen morgen einlade. Dann sollten wir uns ranhalten.
Du bleibst hier, ich will mich danach sowieso gleich hinlegen. Mittlerweile ist es ganz schön anstrengend, die Kleine den ganzen Tag rumzuschleppen. Hm? Schönen Abend noch. Tschüss. Du wärst doch gerne dabei, stimmt's? Wer weiß, wann ich wieder die Gelegenheit habe, die Geburt eines eigenen Kindes zu erleben. Aber ich kann Carla verstehen. Das ist ein ganz besonderer Augenblick für eure Beziehung. Da würde ich nur stören. Du wirst noch ganz viele tolle Augenblicke mit deiner Tochter haben. Ja, sicher. Und, hast du es den beiden schon erzählt? Was denn? Meine alte Wiege. Ich habe sie am Wochenende bei unseren Eltern ausgegraben und mitgebracht. Aber vermutlich habt ihr eine ganz andere Vorstellung von einem Kinderbett. Nein. Deine alte Kinderwiege, das finde ich wirklich schön. Hallo, Sarah. Hallo? Erwartest du jemanden von da drüben? Nein. Danke. Ich bleibe auch nur kurz. Wir planen morgen ein Essen auf Königsbrunn mit der ganzen Familie. Vater würde sich sehr freuen, wenn du auch kommst. Danke. Aber ich weiß nicht. Ist irgendwas passiert? Ich habe mich von Gregor getrennt. Was? Ihr habt doch so glücklich gewirkt. Waren wir auch. Bis Max wieder aufgetaucht ist. Sind die beiden wieder zusammen? Nein. Mir ist einfach klar geworden, dass ich für ihn immer nur die Nummer 2 sein werde. Bist du sicher? Glaubst du nicht, du könntest lernen, Gregor zu vertrauen? Du hättest die beiden zusammen sehen sollen. Ich müsste immer mit etwas leben, auf das ich keinerlei Einfluss hätte. Das wäre wie auf einer Zeitbombe. Du bist da vielleicht anders, aber ich könnte auf die Dauer einfach mit diesen Zweifeln nicht klarkommen. Ja, jeder muss seinen eigenen Weg finden, mit solchen Zweifeln umzugehen. Ich lass dich dann wieder. Ach, und wegen morgen. Ich rufe einfach noch mal an. Okay. Das Baby passt nicht mehr ganz drauf, aber wenn du dich anstrengst, dann erkennst selbst du was. Guck mal, hier ist der Mund, die Augen, Nase. Was, das da? Ja. Hey, Katja. Zum Glück ist nicht wichtig, ob ich etwas erkenne. Hauptsache, die Ärzte sehen, dass mit dem Baby alles in Ordnung ist. Ja, die Mathehausaufgaben, die von letzter Woche, ja, die müsste ich oben haben. Dem geht's prima. Und den werdenden Müttern? Die haben sich auch wieder zusammengerauft. Du hast Carla also ihren Friederike-Seitensprung verziehen? Soll ich deswegen meine Ehe aufs Spiel setzen? Carla hatte Angst, mich zu verlieren und hat deswegen Trost bei Friederike gesucht. Ich bin ja nicht ganz unschuldig. Der Kuss mit Lars hätte niemals passieren dürfen. Aber das haben wir jetzt alles ausgeräumt. Naja, ich fürchte, so eine Elternschaft zu dritt, das wird immer etwas kompliziert bleiben. Es kann aber auch von Vorteil sein. Je näher die Geburt rückt, umso näher rücken wir zusammen. Und eben im Krankenhaus, als wir die Herztöne der Kleinen gehört haben, so nah waren uns Carla und ich schon lange nicht mehr. Da kann die Wiege erst mal bleiben. Möchtest du einen Kaffee? Super gerne. Psst, nicht so laut. Carla schläft noch. Entschuldige. Bitte schwarz wie die Nacht. Ja.
Du hast die ganze Nacht an der Wiege gearbeitet? Naja, fast. Aber was tut man nicht alles für seine Tochter? Gibt's mal wieder Geheimnisse? Guten Morgen. Guten Morgen, Carla. Eher eine Überraschung. Komm mal mit. Lars hat seine alte Kinderwiege mitgebracht. Wenn sie euch nicht gefällt, dann wäre ich euch wirklich nicht böse. Nein. Eine schönere Wiege hätte ich mir für unser Kind gar nicht vorstellen können. Das war eine total süße Idee von dir. So, jetzt muss ich aber wirklich mal in die Kanzlei. Bis dann. Wir telefonieren, ja? Ja, klar. Und vielen Dank nochmal, Lars. Er hat sich richtig viel Mühe gegeben, findest du nicht? Es fehlt eigentlich nur noch eins. Unsere Kleine da drin. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Ein Baby mit der tollsten Frau der Welt. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen bummeln und suchen nach der passenden Bettwäsche für diese schöne Wiege. Träumst du? Was hast du denn? Gefällt die Wiege dir doch nicht? Ist es, weil sie von Lars kommt? Ich kann nicht mehr. Ich halte diese ständige Ungewissheit einfach nicht mehr aus. Susanne? Wir müssen uns trennen. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Wenn dir das alles zu eng ist wegen der Schwangerschaft, wenn du mehr Abstand brauchst. Ich bin zu allem bereit. Aber bitte tu das nicht. Ist es wegen Lars? Du weißt genau, dass außer diesem Kuss nichts zwischen uns gewesen ist. Lars hat eingesehen, dass er mich nicht haben kann. Außerdem warst du diejenige, die mit einer anderen Frau ins Bett gegangen ist. Schon vergessen? Nein. Aber was ist es dann? Was hast du mit dieser Ungewissheit gemeint? Dass du mich vielleicht doch irgendwann für einen anderen Mann verlassen wirst. Vielleicht ist es nicht Lars. Aber ich spüre doch, wie ihr euch die ganze Zeit anseht. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair! Susanne, ich habe kein Vertrauen mehr in unsere Beziehung. Du hast Ja zu mir gesagt. Das sollte für ein ganzes Leben gelten. Wir bekommen ein Baby zusammen. Wie oft noch? Ich liebe Lars nicht. Du bist durcheinander, das kann ich verstehen, einen Monat vor der Geburt. Und wenn das Kind da ist, dann legt sich das bestimmt wieder. Ohne dieses Kind hätte ich mich schon längst von dir getrennt. Wenn ich Zweifel gehabt hätte, ob ich mit einer Frau zusammen sein will, hätte ich die dann geheiratet? Hör auf. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ich möchte dir treu sein, mit dir alt werden. Geh. Warum kannst du mir nicht vertrauen? Ich liebe dich.
Carla, wolltest du zu mir? Hallo. Nein, ich wollte Sarah abholen. Großes Familienessen. Da hast du wohl Pech. Sie ist gerade mit Natalie weg. Ach ja? Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Du siehst ein bisschen blass aus. Alles bestens. Übrigens, da du es ja sowieso erfahren wirst, Susanne und ich haben uns getrennt. Was? Ja, du hast richtig gehört. Wir sind nicht mehr zusammen. Aber Ja, ich weiß. Wir beide erwarten ein Kind zusammen. Aber ich habe wirklich keine Lust, diese Entscheidung mit dir zu diskutieren. Ich will nur, dass du Bescheid weißt. Immerhin bist du ja der Vater des Kindes. Carla, hat es mit mir zu tun? Ich habe wirklich keine Lust, mit dir darüber zu reden. Jetzt komm doch erst mal rein. Du brauchst einen Schluck Wasser. Sag du mir bitte nicht, was ich brauche. Mir geht's gut. Susanne, schön, dich mal wieder zu sehen, aber ich muss... Schade, dass Jana keine Zeit hat. Ja, so schade. Wo wir doch ansonsten alle Brandners hier am Tisch haben. Vielleicht sollten wir Herrn Brandner auch noch dazu bitten. Sieht er wenigstens mal wieder seine Familie. Ansgar? Natalie, lass ihn. Du weißt doch, Ansgar kann nicht anders. Verspritzt dir schon wieder Gift. Nur kleine Tröpfchen. Mann, der wird ja immer größer. Sie. Verzeihung, sie. Wo ist denn Susanne? Sie hat eine Schicht von einem Kollegen übernommen. Schade. Ja, das ist natürlich viel wichtiger als so ein Familienessen. Sag mal, wo ist Sarah? Ich wollte sie vorhin abholen. Wir wollten zumindest hier niemand umbringen. Ja, du hattest ja auch genug zu tun mit deiner eigenen kleinen, verkorksten Familie. Sich von einer Taxifahrerin schwängern lassen, da gehört wirklich was dazu. Herrgott doch mal! Wir sind doch eine Familie! Meine Familie gibt's nicht mehr. Susanne und ich haben uns getrennt. Sie glaubt mir einfach nicht, dass ich mich hundertprozentig für sie entschieden habe. Wegen Lars. Ja. Wobei, ich glaube gar nicht mehr, dass es konkret um ihn geht. Sie hat Angst, dass ich mich früher oder später wieder in einen Mann verlieben könnte. Also entschuldige bitte, aber für mich sieht das alles nach Hormonschwankungen aus. Sie war so ruhig. Und gerade das hat mich so erschreckt. Ich habe mich so auf unsere Familie gefreut. Warum kann sie mir nicht mehr vertrauen? Ich liebe nur sie, von ganzem Herzen. Ach komm. Ihr zwei gehört zusammen. Es wird schon wieder. Vielleicht gibt sie uns noch eine Chance. Macht jetzt bitte Susanne keinen Vorwurf. Ich wollte die Trennung. Aber warum? Darüber möchte ich nicht reden. Tja, dann herzlichen Glückwunsch. War die beste Entscheidung, die du seit langem getroffen hast. Boah, Ansgar, halt doch einfach mal die Klappe. Ich verlange, dass diese Streitereien endlich ein Ende haben. Wegen mir sofort. Ja, Degenhardt. Aufhören, sofort! Ach, Papa, wer soll das denn alles essen? Na komm, so ein herzhaftes Steak, das vertreibt jeden Kummer. Wenn das so einfach wäre. Letzten Sommer saß ich hier noch mit Carla und wir haben Pläne für die gemeinsame Zukunft gemacht. Was ist denn jetzt mit eurem Baby? Carla braucht doch jede Unterstützung. Sie kann sich auf Lars verlassen. Er wird sich um die Kleine kümmern. Und was ist mit dir? Du freust dich doch auch auf das Kind. Wenn ich ihr nur klar machen könnte, wie sehr ich sie liebe. Ruf sie doch einfach an. Wenn ich ihr jetzt nachlaufe, treibe ich sie nur noch mehr weg von mir.